Diese Torte hat der Himmel geschickt und sogar ein Wölkchen in Form von einer Baiserhaube mitgeliefert. Mit einer noch himmlischeren Himbeersahne-Creme gefüllt, lockt sie uns in einen Traum von süßem Genuss. Sie macht ihrem Namen wirklich alle Ehre. Heute wird es himmlisch, liebe Leute. Ich sag's euch wirklich, denn diese Torte heißt nicht umsonst Himmelstorte. Die hat ihren Namen echt verdient, denn die schmeckt wirklich himmlisch. Hallihallo, ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und wir machen uns heute diese richtige leckere Himmelstorte mit einer Himbeer-Mascarpone-Füllung. Die kann man auch mit Stachelbeeren oder mit Johannisbeeren zum Beispiel machen und die Sahne-Baiser-Hause drauf, Sahne-Baiser, ist ja gar keine Sahne drin im Baiser, ist ja Eischaum, aber auch mit Mandelplättchen drauf. Herrlich. Und zuerst brauchen wir erstmal ein Biskuit und dazu habe ich hier 5 glückliche Eier, ein bisschen Wasser, 200 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, eine Prise Salz, 150 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker. Und jetzt müssen wir uns dann die Eier erstmal wieder trennen und aus dem Eiweiß und dem Salz machen wir einen richtigen festen Eischaum und das Eigelb wird dann mit dem Zucker und dem Vanillezucker so richtig schön schaumig gerührt. Dann kommt noch Mehl rein. Ach, ihr seht schon gleich. So, jetzt ist unser Ei so richtig, das Eigelb mit dem Zucker schön schaumig. Schau doch mal hier rein. Genau, und auch der Eischaum hier, der ist auch richtig schön fluffig und so passt es. Also rührt mindestens 5 Minuten das Eigelb mit dem Zucker, dass es so richtig schön cremig ist. Das macht die Konsistenz auch ganz, ganz gut aus von dem Biskuitteig. Jetzt machen wir dann gleich weiter und zwar kommt das Backpulver dann ins Mehl und die Prise Salz und das geben wir jetzt dann auch ganz langsam nach und nach mit dazu und dann wird so richtig schön die cremige Masse und die heben wir dann unter den Eischaum und dann ist unser Biskuitteig schon fertig. Und den Ofen, den heize ich schon mal vor auf 170 Grad Ober- und Unterhitze. Mir fällt auf, wenn der Teig die Konsistenz oder wenn das hier schaumig wird, wenn das schaumig wird, ne, ist mir aufgefallen, dass die dann ein anderes Geräusch macht, die verändert das Geräusch. Anscheinend, wenn sich die Konsistenz verändert, wenn jetzt halt der Eischaum fluffig ist oder das hier jetzt dann auch dicker, fester wird. Aber so passt es jetzt dann schon, nicht? Nein, mache ich doch nicht. Nee, doch, ich habe es gemacht letztens, ich weiß. So, diesen leckeren feinen Teig, den geben wir jetzt in den Eischaum und dann wird das alles ein bisschen schön untergehoben. Schaut mal, es ist jetzt alles so richtig schön cremig auch. Man sieht auch die Luftblasen drin, dass das auch eine richtig schöne fluffige Teig wird. Und da habe ich mein Backblech schon mal vorbereitet und einen Tortenring, weil ich backe meine Biskuitböden nämlich immer gern mit einem Tortenring. Und den habe ich schon mal ausgemessen auf 26 cm Durchmesser. Da nehme ich dann immer sowas hier zum Beispiel, ein Maßband, Durchmesser 26 oder ein bisschen mehr, je nachdem. Ich nehme aber so 26,5, wenn ich ehrlich bin. Und dafür reicht auch diese Menge von dem Teig total gut aus. Und falls ihr keine habt mit dem Klemmring, dann kann man hier so eine Klammer dran klemmen und dann hält es auch. Und da geben wir jetzt dann den Teig schön gleichmäßig rein und dann kommt er für eine halbe Stunde in den Ofen.
Unser Biskuitteig ist jetzt fertig. Ihr habt gesehen, habe ich aus der Form langsam gelöst mit dem Messer so außen am Rand rum. Und dann schneide ich mir das ganze Backpapier, was hier noch dran ist, immer noch so ein bisschen ab. Den Test mit dem kleinen Holzstäbchen habt ihr gesehen. Dafür haben wir einfach so das Glöckchen erst später nachher aktivieren und abonnieren, nicht vergessen. Ja, da fahre ich immer so rein und teste das mit der Lippe. Und wenn es trocken ist, dann ist der Teig durch, der Boden durch. Dann kann man ihn rausnehmen. Und dann können wir uns jetzt inzwischen schon mal die Füllung vorbereiten. Die Himbeer-Sahne-Mascarpone-Creme-Füllung. Da braucht man natürlich Himbeeren dazu, 250 Gramm tiefgefrorene, 600 Milliliter Sahne, 150 Gramm Zucker, 2 Becher Mascarpone. Da habe ich 6 Blatt Gelatine, die schon in kaltem Wasser eingeweicht, und 3 kleine Tütchen Sahnesteif. Und jetzt werden wir erstmal die Sahne schlagen mit dem Sahnesteif und ein bisschen Zucker. Danach kommen die Himbeeren in einen Topf, die werden ein bisschen aufgelöst mit Zucker und dann kommt da die Gelatine rein, dann die Mascarpone-Creme noch mit ein bisschen Zucker schaumig rühren und diesen Biskuitboden, den schneide ich mir jetzt hier mit diesem Messer durch, und zwar ist das ein Tortenbödenschneider und den kann man hier genauso einstellen, das habe ich schon mal gemacht, dass man hier eben genau die Hälfte erwischen, weil wir brauchen 2 gleiche Teile, 2 gleiche Böden. Ja, und da kann man hier auch, das sind so Kerbungen, das hält echt super fest, kann man sich das schön einstellen. Das machen wir jetzt, Creme vorbereiten und dann füllen wir das schön auf in den Tortenring rein, das zeige ich dann euch, ihr schaut jetzt zu, also bis gleich. Den Biskuitboden habe ich jetzt schon mal umgedreht auf so eine Tortenplatte, die mag ich immer recht gern, die eignet sich da echt super dafür. Und jetzt hebe ich mir einfach den oberen Teil, weil das wird hier der Deckel, das ist nämlich auch unten gewesen, da ist das Backpapier noch dran. Das dreht er einfach um 180 Grad um. Den nehme ich jetzt einfach da weg und lege ihn mir erst einmal zur Seite. Und dann habe ich hier diesen Tortenring und der ist echt klasse, weil der hat diesen Klemmhebel und dann kann man sich den sowieso so schön positionieren. Und das hält auch total super alles zusammen. So, jetzt ein bisschen mittig platzieren. Dann auch hier diesen Ring bis zur Seite schön schieben. Und zack, zu. Und da geben wir jetzt dann unsere Creme drauf. Und dann kommt der Deckel oben drauf. Und so muss die Torte dann so 3 Stunden mindestens einmal fest ankühlen. Und in der Zwischenzeit machen wir jetzt dann unsere Baiser-Haube. Da habe ich jetzt hier 5 Eiweiß. Die müssen wir dann natürlich noch trennen, weil es das ganze Ei, ne? Ein paar Mandelsplitter, eine Prise Salz, 250 Gramm Zucker. Weil nämlich pro Ei oder pro Eiweiß rechnet man immer 50 Gramm Zucker, damit das Baiser auch die richtige Konsistenz kriegt. Und dann geben wir es eben auf ein Backblech und das tue ich mir immer noch einmal abmalen. Und zwar nehme ich einfach den Ring hier, den ich vorher gehabt habe zum Backen für den Biskuitboden, dass es halt auch später schön passt. Den male ich mir kurz ab, dann weiß ich, wie ich dann mein Baiser auf dem Backblech und auf dem Backpapier verteilen muss, dass es dann auch oben genau drauf passt. Und das kommt dann genau für 160 Grad Umluft. Ja, für 160 Grad, mit 160 Grad Umluft für 15 Minuten in den Ofen. Dann schaltet man nochmal runter auf 110, nochmal 15 Minuten und dann ist es richtig schön knackig. Und etwas beige in der Farbe. Und damit die Torte auch gerade wird, schaut da einfach mal in den Ring rein und guckt, normalerweise kann man auch so einen Drehteller dann benutzen, ob der Abstand hier oben vom Rand zu dem Boden ungefähr überall gleich ist. Und wo nicht, da tut er halt noch ein bisschen nachdrücken, dann wird eure Torte auch gerade. Und
Und dann kommt das gute Stück jetzt für ungefähr 3 Stunden in den Kühlschrank, dass es so richtig schön durchkühlen kann. Und dann macht man zwischen unsere Baiserhaube und die kommt dann noch oben drauf. Und dann ist diese himmlische Torte fast schon fertig. Was für eine Torte. Ich sag's euch, Leute, die ist so oberlecker, himmlisch, diese Himmelstorte. Und oben der Baiser, der ist so richtig schön knackig. Hört mal, ich gehe mal mit dem Mikro ein bisschen hin. Hört ihr das? Oh, und es riecht so gut. Die Mandeln da drauf. Also einfach nur, da ist was abgefallen. Warte mal. Herrlich. Und so ein Stück wollen wir uns jetzt natürlich abschneiden. Und dann auf den Teller. Dann schauen wir mal, wie lange das überlebt. Herrlich. Schau dir mal diese Schichten hier an, ja. Oben das knackige Baiser mit der Mandel, dann der weiche Eischaum, dann wieder Biskuit, dann unsere Himbeer-Mascarpone-Sahnecreme und der Boden auch aus einem tollen Biskuit. Und den kann man echt jetzt genießen zum Kaffee. Und wenn man halt Besuch bekommt, der Süßes mag, ja, und ich könnte jetzt da echt reinbeißen, aber ich darf ja nicht. Mein Gott, da kannst du Kuchen backen, kannst ihn selber nicht mehr essen. Aber wenn man abnehmen soll, das ist halt keine Low-Carb-Torte jetzt ausgerechnet, ne? Es hat mich wieder riesig gefreut, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Und der Michael Z. möchte gegrüßt werden. Ich grüße dich sehr. Es hat mich gefreut, dass du vorbeigeschaut hast und einen Kommentar geschrieben hast. Ich hoffe, ich lese mal öfters von dir. Und auch der Sven, ich grüße dich herzlich. Barbecue aus Franken, dein Kanal. Du schaust auch immer bei mir rein. Wir sind ja gar nicht so weit auseinander. Ich freue mich immer sehr, wenn du mal einen Kommentar da lässt. Und wenn du das erste Mal zuschaust, heute hier ist der Abo-Button und das Glöckchen kannst du aktivieren. Dann bin auch ich für dich da immer Mittwoch und Sonntag mit einem neuen Rezept. In diesem Sinne, Leute, lasst euch gut gehen und die Torte, ich glaube, die bringe ich jetzt meiner Mama. Macht's gut, ciao, ciao.